Ja, Marius ook van mijn zijde. Hij houdt in de alle recht hartelijk welkom. Dat is een Palmsonntags wat we vieren willen. En mogen we het eerste God ook welkom heute aan gebed. Gott, durch Jesus Christus kommen wir dir in diesen Schein zu Marius. Wir danken dir, Herr, für das schöne Wader. Wir danken dir, dass wir hier ankommen, dass wir Freiheit an das Land haben, dass wir Freiheit an den Wort hier reden. Wir beten dir an, Gott, möchtest du mit uns ansehen, möchtest du uns begleiten in diesen Stunden, in diesen Tag, möchtest du unsere Worte aufmerken, Herr, dass wir gewaltig sein, das Titel herrschen, was du uns an den Wort zu sagen hast. Dass wir sehen, in jedem einen, was hier ist, und darf einfach, dass ich von der Dinge sehen, versperren, in Jesus Namen. Amen. Dem Text für den Palmsonntags Predigt, wo wir uns lesen, Markus 11 von 1 bis 18b. Kort vor Jerusalem kwam Jesus en zijn jünger naar Bethphage en Bethanien Heilburg. Toen scheidt Jesus twee van zijn jünger voorop en zei te hen, Gott aan het dorp wat verreend is. Voorts wanneer die naam komen, fand die een jongen Esel angebonden. Op dem is nog niemals een mens gereden. Brengt hem luid en brengt me dem. En wanneer eens bij een vrouw dat, wat je doet, dan zegt de Herr brukt dem. En hij wordt dem voetzwarer trei brengen laten, wanneer hij dem voor gebruikt had. De jongen aan het dorp ontvangen dem Esel. Hij weer aan een hof der, also aan een entrada, bitte aan een gas aangebangen. Zij bangen am luid, en eentje wat er aan stond, de vrouw eind, wat je doet, wisse ben je den Esel luid. En die twee jongen antwoordden de mensen, ren krijgt als Jezus hen bevolen had. En zij lieten hen dem Esel metnemen. Zij brachten den Esel naar Jezus en legden een mantel op dem zijn rijden. En Jezus zat zich op. Veel mensen brachten mantels en legden de als een teppich op de gas voor Jezus uit. Anderen aber legden de achterhand, dat zij aan de kant weg afsnijden. En de mensen wat voor Jezus hergingen en die wat hem herankomen, ruipten Amawara, Hosiana, stemt aan ons looplied, op den die am Namen vom Herrn kämpft. Stemt aan ons looplied, op de Herrschaft van ons Vater David, die nu nie bejanet het. Hosiana en himmlische Höhe. So tragt Jesus an Jerusalem an. Hij ging an dem Tempel. Dort zag hij sich alles an. En als het dan later geworden weer, ging hij met de 12 rüt naar Bethanien. Als zij Bethanien am nächsten zu Marius verlaten deuten, kreeg Jezus Hunger. Van wiedem zag hij een vijeboom, die al Blätter had. Toen ging hij aan om vielleicht wat vruchten vinden zum eten. Aber als hij aankomt, vangt hij nichts als bloß Blätter an dem. Wie dat weer nicht de Jahreszeit voor Vieh. Toen zei Jesus zu dem Viehboom, niemals mehr soll man von die Frucht eten. En de jongen hielden dat. Dan komen zij naar Jeruzalem en Jezus ging weiter an dem Tempel. Voorts vangt hij aan die mensen uit te jouwen, die am Tempel wat verkaufte, kaufte. De dasje van de geld weitslag en de stande van de duwen verkauft, schmeidt hij aan. Hij leidt het niet toe dat ergens weer wat durch den Tempel trouwen deed. En hij erklärt dat die wie am Bieren ze. Steht dat nicht an der Heilige Schrift, mein Haus sollen gut sein und dem Volk noch mich beten können, die aber haben eine Räuberhölle durchgemerkt. Dort hielten die führenden Priester eine Schrift gelesen und sie überlegten, wer sie Jesus anbringen können. Und diese Geschichte, wo Jesus an
Jeruzalem aantreibt, wordt hij van een grote volksmenge geëerd en bejubeld. Dat is wat we om Palmsonntags te vieren doen, dat God verherrlicht wordt, dat God geëerd wordt. Maar wenn je der Lothar, wordt Jezus verspattert, gequält en gekreuzigt. Toen had de situatie zich te 180 graden geändert. Het ging toch gelijk naar de andere richting als vorher. Vorher geëerd en bejubeld. En dan Lothar enteerd, verspattert en omgebracht. Ik geloof we alle willen today aan te horen wat God eren doen. Wat God tegenjubelen doen, wat voor God doorzendt. En zo willen je deze geschichte op Palmsonntag ons te leren uitnemen, hoe we zijn gaan, waar we God dienen gaan, waar we God verherrlichen en eren gaan. En deze geschichte, wat we gelezen hebben, vangt de Einzug in Jeruzalem, dat Jezus toen aanrijdt, door met ons, dat Jezus een opdracht heeft aan de twee jongen, wat ze alle dem Esel holen gaan. Jezus zegt niet bloß, Gott daar nobody daar op dem Esel holen. Hij zegt ook tegen wanneer je een vrouw wordt, waarom deed je dat, wat zij zeggen zullen. Zij zullen dus einfach zeggen, de Herr brukt hem. En de jongen geharste bedingungsloos en jongeloos, zodat te doen als Jezus hen gezegd had. Ik heb allemaal aan dat Beispiel in een andere Predigt gebracht, wo ik dan den Vergleich mehr gedeutet, wenn wir das in der Sachen, wo wir besser verstehen können. Oder vielleicht wird es so sein, als wenn wir nur einen noch ebenfalls schicken. Wenn wir auch mal sehen, dass soll mal nach ebenfalls gehen, mit einem Ohrenteil. Und dann, kurz durch, wenn er in Garten ankommt, dann wird er durch Motorrad sein, dass er das Motorrad soll nehmen und mitbringen. En dat waren die, aan de vrouw waarom neemt ze het Motorrad plus met? Dat hij dus einfach zei wat mijn haar brukt had. En wanneer mij één keer met mijn Motorrad de stad komen, wordt ik met die uitreder, met die red, wordt ik mijn Motorrad niet metgeven. En damals was het ook niet zo gewacht dat het üblich was, dat nu eens weer bloß door hand ging op de haven op zich een ezel, want de aangebangen weer niet moet vrouwen dat, en bloß luis nemen dat. En wanneer de vrouw waarom neemt ze mijn ezel met, dat hij bloß de haar brukt hem. Dat was damals ook niet zo selbstverständlich gewacht zijn. Dat hebben we de ezel niet mal aangereden. Dat zegt ganz klar, Jezus zei tegen ze zullen een jonge ezel, die nog niemand meer boven gezeten had. De eendamer, die kan je dan ook gezegd hebben, de helpt den Schaaf nicht, de helpt den Haar nicht, wie es der erste die angeredet, die wollte nicht überreden haben. Und, aber die Jünger, die sehen, heute keine Uitrede, die sehen bis einfach, was Jesus sagt, was sie sagen sollen, und dass die Menschen, was daran wären, die einen vom Esel kann gewahr sein, der andere, was gewusst haben, wem der Esel hier, die sehen den Nachteil, die sehen bis, okay, nehmt den mit. Het is weer een andere grond te heen. Jezus heeft deze mensen wat de ezel die hier, wat de wereld wat aangegeven. Dat is oké. Neemt de ezel met. En zo zijn in deze geschichte zeer veel leren erbij. Allemaal bloß in deze aanvang, allemaal bloß in de opdracht, wat Jezus de jongen gaf. Dus hebben we al veel leren. Dat is het eerste mal dat we gaan Jezus verherrlichen, indem dat we aan bedingungsloos gehoorzaam doen. Want deze twee jongen zich worden geweerd hebben, niet gegaan zijn dem Esel holen. Dat we een van den plannen wat God had, wat Jezus had, dem Esel holen en met dem Esel zijn aanrijden. Aan de stad, waar hij dan de tegenjubeld wordt. Want de jongen dat niet gedaan hadden, dan wordt Jezus door niet gaan kan verherrlicht worden. Dan wordt Jezus al gaan moest zich met de waarachtige jongen beschaffen. En er staat dat hij aan ieren duidde en die hartje duidde, dus hij dat zij duidde. Want wie ons in de jongenarbeid zum Beispiel vielleicht eine Sache anstellen und die deed dat hebskweg wat we dem sagen. Die deed dat ganz anders, als wir das sagen. Dann fühlen wir uns nicht respektiert. Und dreimal werden wir auch nicht geirrt.
En krijgt ze aan eer wie Jezus. We hebben Jezus keine eer, want we am nicht gehorchen, want hij ons am Wort irgendwas versperren laat, wat we doen zullen. Er am gedanken, want we gaan zu näher weiter, dat we irgendwem wat Geld stellen sollen, und wir tun das nicht. Dann an eer wie Jezus, dann geben wir Jesus nicht die eer, wat die Menschen am Palmsonntags deuten. Gott werkt durch seine Kinder. Gott werkt durch uns Christen. En hij heeft ons manchmal wat aan, wat we doen zullen, omdat we dat kunnen, omdat we kunnen verherrlichen, omdat we kunnen zijn plan vollenden. Dat is niet allemaal, dat je ook zegt, een Bier, wo een Esel holen is, sondern einfach met een versperren we dat aan woorden, dat ons irgendwas op woorden komt, dat we irgendwo zullen wat Geld stellen, aan gedanken, bij ons die vielleicht kunnen dromen, aber wichtig ist, dass wir unterscheiden lernen, wenn die Gedanken von Gott kommen und wenn die Gedanken nicht von Gott kommen. Wenn wir today aan het talen wollen wat Gott ehren, dann sollen wir uns mehr Gott hinterharschen. Dann sollen wir uns durch ein Eule hinterharschen, was Gott uns eigentlich sagen will. Wenn wir unseren Indianerarbeiter gesagt sagen, der Herr, der hat nicht mehr Tag, der hat bloß eine ganz andere Richtung und das nicht. Da würden wir uns euren über dem. Wir würden uns nicht irrteilen. Ein Kreuze ist es, wenn wir Gott Herz nicht verharren, wenn Gott uns irgendwas sagen will. Wir verstehen das nicht einmal, woran Gott gewisse Sachen von uns will. Wir sagen immer nicht im Utgang, woran das ist, woran merkt das sein, verstehen wir nicht einmal. Aber das ist nicht so wichtig. Das Wichtigste ist, dass wir Gott gehorchen und nicht bleiben besser zu wollen, wenn man das tun soll. Wenn Gott uns einen Auftrag geben hat, weiß Gott al einmal, was er damit erreichen will. Und das Resultat, wenn wir an die Harsche, kann dann sein, dass er verherrlicht wird. Er hat einen Kontratist, dass sie am Tag den Tinning abwechseln soll. Und da will ich einen Ton beim Korallon breit opmerken en heiden zaten. Omdat ik door mijn plan weer, ik wilde later allemaal, dat wilde wachten, wil ik later allemaal met een grote machine om ze allemaal durchfahren worden. En dan had ik door 5 meter op gepland dat op te merken, de tin opgedraaid. En had een lach aangetekend, dat ging de gisteren nog kijken, dat zijn 2 jaar terug, dat lach is nu nog te zijn, dus had ik dat aangetekend op 5 meter. En had hem gezegd, hier op 5 meter was dus het lach, hij aangetekend, dus als ze hem uitpol aanzaten. Weet mijn plan weer, ik wil de loter met de machine daar. En weet ik de vijf herher had wilt aangehouden, had ik een 2 meter getaald, waar ik onderweg niet bruggen, dat ik de hand geslapen de ferje bang, omdat mijn vader niet daar kunnen zal. En had het waren opgemerkt dat hij lachte en eens weer. Nu had het contratist dat ik zei gedacht, dat 2 meter gehaald, dat kan je de ständige voets aanhängen. Nou weet dat wij op 2 meter in Polen aangeroepen. Niet op 5 meter. En zo had hij dat dan ook gedaan. Op 2 meter in Polen aangegroepen. En de tunden aangetrokken. En dan later als ik dat aanwaard, dan werd het al alle fertig gemerkt. Dat is dat vandaag nog zo. Als ik dan een grote machine had, dan was ik, weet ik, toen ik daar kwam, was ik daar aan een gas, een tun opdraaien, en daar gegaan met een grote machine, weet je, gepland, dat eigenlijk gepland had, kon niet daargevoerd worden. Weet je, dat had gedacht, hij had het geld gedaan, dat hij een zin gehad had, maar weet je, het niet verstaan had, wat er heen weer. Ons komt het werk een dampwerk, want wie irgendwem wat zeggen, wil je dat doen zelf, want het dan ganz anders doen, en want je dat überhaupt niet doen. Maar we werken hebben we vielleicht eine Sache überhaupt nicht gedaan, wat Gott uns abgegeben hat. Maar we werken hebben we eine Sache anders gedaan, was Gott uns abgegeben hat. Maar wahrscheinlich meint wir das de wenigste Mal. Da ist uns vielleicht überhaupt bewusst, we werken Gott sein Plan nicht kann erfüllt worden, wie wir das nicht so getan hadden, als hij ons dat abgegeben hat. En dus zijn deze 2 dingen, wat dem Eselholen gingen, ons een zeer groot voorbeeld. Zij gingen vroeger, wat zij zeiden Jezus gleich, dit sagst uns, wir haben noch niemals darüber geredet. Wieso sollen wir die einen anreitbaren Esel bringen? Du wirst die Fuß raufhaben. Sie früher haben sie wieder stellen, Leute dort, was Gott, was Jesus gesagt hat.
En wat als we dan zo erklären, man Gott uns wird abgeben, wenn wir das so deine aus wieder am Worte versperren, am Gedanken haben, da wird Gott uns das auf Worte leicht, wenn wir das so deine, ist Gott uns das abgeben. Und ich glaube, später zu weiter unterschreiben würde vielleicht noch später sein. Wir haben auch manchmal so gewohnt, auch beim Predigt merken, dass ich irgendwas schwer am Wort ich sagen soll. Dann denke ich so, Mensch, was war die Menschen sich denken? Mensch, was ich dann nicht vielleicht irgendwie angerät fühlen? Und so wieder. Aber ich weiß, dass Gott weiß, und wenn mir was am Wort leiden hat, dass Gott damit was erreden will, dass Gott vielleicht eine ganz bestimmte Person was versteht je wel, sagen will. Und ich das dann geht, wenn ich die erste Option wähle, und Gott verherrliche und am Beherrsche. Aber es gibt auch die zweite Option, dass man dort hat, was man selbst will, dass man sich einen Welle dafür, dass man selbst bleibt, sicher zu sein und besser zu weiten, was man dann reden soll, dort tun. Und ich muss leider sagen, ich habe nicht einmal die erste Option gewählt. Ich habe einmal die zweite Option gewählt. Aber daher, als Jesus gestorben, was wir nun in dieser kommenden Weg gedenken wollen. Mir helpt das aber anders, wenn ich meine Fehler nicht teste. Und wenn ich nicht nur Jesus komme und ihm dort sagen und Vergebung bete. Wenn ich Fehler schmerke, wenn wir Fehler schmerken, wenn wir Gott nicht geherrscht. Dort ist Jesus gestorben, was wir in dieser Äußerlichkeit gedenken wollen. Aber wir müssen auch nur ankommen, wir müssen nur Jesus einfach unsere Fehler testen. Das wie an das Leute im Refrain gesungen haben, ich möchte noch einmal lesen. Sie sagte, ja, ich komme Herr zu der Gnadenflut, meine Sünden schuld so schwer, sühne du sie durch dein Blut. Also wie müssen Gott testen, dass wir fehlerhaft sind? Wie müssen Gott unsere Fehler sagen? Und einfach sagen, jo Jesus, sein du mir, vergib du mir, ich kann es meine Kraft nicht, vergib du mir. Und Jesus sagt, gerade in dieser Patienzzeit, dem dat hij gekriegt war, sagt Jesus ganz klar, dass wer mir nachfolgen will, der soll das Kreuz auf sich nehmen und soll mir nachfolgen. Und wir sollen Jesus sein Vorbild nachfolgen. Das habe ich zuvor hängen. Ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr, wie ich euch getan habe, damit ihr tut, wie ich euch getan habe. Ich verlese hier auf Rot. Und so habe ich diesen ersten Teil von dieser Geschichte als erstens mal gelehrt, dass wir Gott verherrlichen, dass wir Gott ehren, indem wir am Geherrsche dienen. Indem wir am bedingungslos Geherrsche dienen. Und zweitens mal habe ich diese erste Begebenheit gelehrt, dass Gott am anderen ein Uppwärts geht. Er hat gesagt, dass Gott die ganze Arbeit planen hat. Wir sollen ein Teil von diesen Arbeit von Gottes Plan erfüllen. Wenn Gott uns einen Auftrag geben hat, dann sollen wir nicht wieder ganze was arbeiten, sondern wir sind bloß behaltlich an Gottes Recht zu arbeiten, damit die Arbeit erfüllt werden kann, was Gott fähig sein hat. Das habe ich schon gesehen mit der Heid zum Beispiel. Wenn Gott einen Plan für uns hat, du lässt normal niemand bloß ein Bein arbeiten. Das sind mehrere, was die Beine arbeiten. Und wenn wir das Beispiel mit dem Heid brauchen, wenn Gott sagt, ab 5 Meter ein Eidpol sagen, dann ist ein Grund dahinter. Dem einen sagt Gott, er soll dem Eidpol sagen. Dem anderen sagt Gott, er soll das Heid 2 Meter Tag nicht lang merken, omdat het een aanpassen naar die heen toe. En dem dritten sagt er noch eine andere Sache. Wenn der erste dann das ab 2 Meter merkt, im Pol, dann erst der Plan kann der nicht so dahin führt, wo es Gott war. Wenn der erste den Plan richtig hat und der zweite, der merkt, ich habe 2 Meter, dann ist es auch nicht so Gott war. Und so steht erst, wenn wir in Gottes Recht arbeiten, dann soll nicht wieder jemand, was arbeitet sein, sondern Gott ist der jemand, der den ganzen Plan, der die ganze Arbeit hat, und wir sind das Teil davon. Wir werden also sehr wichtig, dass wir Gott ehren, verherrlichen, indem wir am Geherrschen. Und das ist eine aus
heute mal haben. Wieder jetzt die Geschichte an, mag ich uns lesen, Markus 11, von 7 bis 8. Sie brachte den Esel nach Jesus und legde ihren Mantel auf dem, und Jesus sah sich darauf. Viele Menschen bereidden ihren Mantel und legden den Außenteppich auf den Gas uit. Andere aber legden Aster daran, dass sie an den aufgeschnitten hadden. Om Jesus te verherrlichen hier am Palmsonntag, wat we vandaag vieren willen, opvatten de mensen ihren Mantels. Die leren de vader de ezel aan, vader Jesus aan dat de ezel de eeuwig ging. Die kunnen twee gaan erbij. De mensen opvatten ihre tijd. Die wieren door. Die gingen varen heen naar Jesus, die jubelden aan. En zij opvatten ook arbeid. Zij snijden Aster. Dat die leren de Aster op een waagknap. Jesus had gezegd, komt ohne dat de Aster door wieren. In Jerusalem nanreden. Maar dat is einfach een teken wat de mensen Jesus merken, dat ze aan verherrlichen dat ze opfer de arbeid te ver en tijd. En hebben geld, mantels. En dat is wieder leren wat we in dit gleichnis leren hebben. Niet dat we onze jaken voor de ezelskleinen verkleinen laten, sondern dass wir wahrlich sind mit unseren finanziellen Mitteln, was wir haben, mit den Möglichkeiten, was wir haben, an Gottes Recht mitzuhalten. Dass wir Gottes Recht überhalten mit den Möglichkeiten, was wir haben. Diese Menschen, wie Jesus mehr wird als ihre Mantels. Dann wird ein Teil von ihren Mantels verkleint worden, wenn sie dann mit weniger wert wären. Oder wenn sie sich die Arbeit mussten merken, hier nach fertig merken. Dann wird Jesus mehr wird. Und das ist, was het gelijkenis ons leren wil, dat Jezus ons meer weet als het ons hebben gaat. Dat we ook mal bereid zijn, mal irgendwo wat aan te wissen, mal einfach an Gottes Recht mit zu arbeiten, mit zu halten, mit zu geben. Nicht bloß mit unseren Finanzen, sondern auch mit unserer Zeit. Dass wir unsere Zeit nehmen vor Gott. Zeit nehmen mit einer Gemeinschaft zu sein, zu beten, Bibel zu lesen und aber auch vor allem irgendwas zu lernen. Zoals de mensen dat damals Leute als Jesus in Jerusalem antrok. Sie werden einfach wie Jesus, sie reibten am Tee, jubelten am Tee. Und dann ist es hier gezegd dat wir uns auch nicht scheuen, Arbeit irgendwas für Gott zu tun. Die Menschen, die hatten die Aster auf und lehrten da am Wachen ab, damit Jesus kann verherrlicht werden. Wir können Gott auch von der Tag durch an deine, durch an ihren verherrlichen, indem wir uns Sachen opferen, tijd opferen, Arbeit opferen an Gottes Recht. Met te arbeiten, bedurf je te helpen, schweig, wo immer das ist. Das Wichtigste ist, dass wir nicht sehen, Wort zu helfen fehlt, sondern dass wir Gott sehen, zu herrschen, dass wir versuchen zu herrschen, wo Gott uns brücken will. Das ist viel wichtiger, als dass wir sehen, in der Gelegenheit. Gott ja von sich nicht in der Gelegenheit, wir müssen das zu herrschen. En wanneer een niet-christ, een groep christelijk hand en een groep niet-christelijk hand, dat die niet-christ zeggen kan, bueno, die christen, niet dat die beter zijn als niet-christen, maar die christen kan ik zeggen, dat God een verandering aan hen geschaffen heeft. Die zijn ook bereid mal te vergeven. Die moeten niet allemaal zelf herrschen. Die zijn ook mal wellig ihre tijd te opferen, om dem Nächsten te helpen. Dat is dat wat God van ons wil, wat we als Christen lernen zullen. En we gaan dan wieder de Vers lesen, Vers 9 bis 10. Kapitel 11 in Markus. En de mensen die voor Jezus hergingen en die nu aankomen, riep de Amawara, Hosianna, stemt aan ons looplied op dem die door komt en nomen van Herrn. Stemt aan ons looplied op de Herrschaft van ons Vader David, die nu begint, Hosianna en himmlische Heer. De mensen die jubelden Jezus te. Dat is een ganz klare vorm van God verherrlichen. Wanneer we God te jubelen, wanneer we Jezus aanbeden en am aanzingen. We zullen dat bloß nicht in onze Göttertitel lernen, sondern durchhören.
Gott aanbeden, Gott toejubelen, ook aan onze niet zo'n goede tijden, en aan onze slechte tijden. Jesus will uns ein sehr, sehr gutes Vorbild. Jesus schmeckt all diesen Jubel, all die Aufmerksamkeit, was die Menschen am Merken deuten. Als diesen Palmsonntags, der einzig in Jerusalem, Jesus begabte sich in Jerusalem, wo die Menschen am aller Jubel deuten. Jesus weiß ganz genau, ich gehe da gleich im Schlafhof, kann ich sagen. Er denkt gleich daran, wo er gequält und umgebracht wurde. Weiß Jesus ganz genau, was am Herkommen deuten. Ob so hij dat schmaakje deut, waar de mensen am Teijubelen deuten, waar de am wilde als König haben, en schijt hij zich gelijk doorheen te gaan en zich aanbrengen te laten. En hij had het afbeten. En hier op de eine Herrschaft als König haben. Aber hij hat sich entschlossen, sich aanbrengen te laten. Maar wirklich zijn schuld, dat hij zich was aanbrengen laten. De schuld naar ihre eigen deur. Wenn onze schuld muss sich Jesus door am Kreuz aanbrengen laten. Dat hij gezegd, Jesus hat keine Friede Entscheidung getroffen, sich nicht aanbrengen te laten. Maar hij hat die Entscheidung getroffen, hij wil Gottes Wille doen, dem Ratungsplan, was Gott für uns hat. Hij sagt, dass wir das so nötig haben. Deswegen entscheidet er sich durch Hand zu begeben und sich durch Kreuz zu laten für uns. Wir können das annehmen, dankbaar das annehmen und am Nachfolgen, aber wir können auch das aufweisen. Da müssen die dann selbst entscheiden. Jesus entscheidet sich, Gottes Wille zu erfüllen. Der Sultan wir mal auch bei Gott, Christus Jesus. Du haben die zwei Entscheidungsmöglichkeiten sein. Der Sultan Jesus wird bei dem Himmel wie Gott. Jesus wird der Sohn Gottes und der Sultan wird der erste Engel. Und der Sultan, der will nicht Gottes Wille mehr tun. Er will nur selbst regieren, er will selbst machen. Und der wird aufgestellt vom Himmel, verbunden von Gott. Und Jesus entscheidet sich, ich will tun. Ich will Gottes Wille erfüllen. Und Jesus ist drin im Himmel gewohnt. Und Jesus ist nicht hier. Jesus ist nicht der Herrscher. Nicht erst der ganze Reich, alles Jesus übergibt. Und so haben wir auch von der Tag, wo wir hier auf dieser Erde sind, die Entscheidung, was wir wollen. Als wir wollen Gottes Wille tun, als wir wollen Gott verherrlichen, indem wir Gottes Wille tun, oder als wir wollen unsere Engagement gehen, das ist die Sultan seine Engagement. Die Entscheidung traf wir von der Tag hier auf der Erde, wo wir gehen wollen. Ich möchte uns einmal die Vers lesen, Markus 11, die Vers 11, 12 und 15. So trat Jesus in Jerusalem an. Er ging an dem Tempel, durchcheckt er sich alles an. Als het lot geworden weer, ging hij met de 12 naar Bethanien. Also hier mal im Hinterkopf checken. Als die Paulmsindacht wie Jesus ging im Tempel, dann sagt er hier, er checkt sich alles an. Er sagt, die ganze Händlerie, was am Tempel passierte, die Geldweißlassen, die Händlerie, da checkt er sich alle an, sagt er hier. Wo er wir stellt. Er checkt sich das alles an, er wir stellt, dann ging er nach Bethanien. Der Vers 12 sagt er, als er Bethanien am nächsten Samaris verläutet, kriegt Jesus Hunger. Ich habe hier nicht so am Hunger, mir hat hier Vers 12 das zu haben, weil wir sagen, dass am nächsten Samaris nach Jerusalem gehen. Das hat nicht alle Evangelien separat gehört. Und die wurde, ich glaube, Matthäus erst lesen. Da sagte, dass Jesus trat an Jerusalem an und dass er dann am Tempel die Tempelreinigung durchführt, die Menschen rückführt und so weiter. Matthäus wird nicht so wichtig abgeschrieben, dass er noch eine Nachtwaschen wird. Markus wird das wichtig, das ist eine sehr große Liebe. Ne? Dass Jesus den ersten Tag daheim ging und sich das alles ancheckt und dann einmal nach Hus ging, oder nach Bethanien ging und dann am nächsten Samaris kommen sie daheim. Da will ich uns Vers 15 lesen, was dann passiert, als sie dann am nächsten Samaris daheim kommen. So kommen sie in Jerusalem und Jesus ging wahrer, drei in den Tempel. Kurz fang er an, die Menschen rückzujagen, die an dem Tempel was verkaufte, kaufte. Die Dasche von der Geldweizach und der Stern von der Dübelverkäufer schmeißt er an. Er lädt nicht her,
dat irgendwas daar in tempel daar speelt. Oder Realisation auf haar uitmaakt. Dus hij zegt, Jezus kijkt zich am ersten Tag die ganze Situation im Tempel an. Wir stellen in het huis. En komt dan am nächsten Tag frisch. En fangt dan voets an met de Tempelreinigung. Liebe Schwester, krijgt das ook van deze dag. Jezus kijkt zich ons van deze dag aan. Hij kijkt zich alle dagen ons aan wat we doen, is ganz stil. En krijgt in dat we goede wat doen, en dat we slechte wat doen. Hij kijkt zich alles aan wat we doen. En hij is ganz stil. Die gaan bestemmt vielleicht diese Geschichte, ich weiß nicht, ob das sehr ist oder ob das nicht sehr ist, aber ich hatte von dir einmal was mitgeschrieben. Von der einen, was dann, ich glaube, den aufgehört, der scheint Sommer wurde, aber auch haben wir seinen aufgehört wird. Dann kommt ein anderer danach einmal aufstellen. Und dann ein Samarius, oder ein geht auf und dann schreibt der eine einmal von dem aufgehörten Zadel an. Gott sieht alles und hängt ihm dann beim an. Dan heeft een Samarisch, die had dan ganz gespannt, als hij dan nu wat aufgestohlen had, er niet naar hängt een andere zadel af. Die duift nach de Frachensadel aan die geschreven. Dan staat er boven, aber hij zegt nichts wieder. En krijgt ze essen. Gott zegt alles, aber Gott zegt, ren nichts wieder. Dat hij hier ook gezien, de eerste dag waar hij kwam. Hij zegt alles, aber hij zegt nichts. Hij wordt ganz stil. En de tijd wordt overkomen, waar Jezus wordt op de rechterstoel zetten. Dan wordt hij het oordeel spreken. Dan wordt weer renners te zeggen. Maar dat komt, wat aan mij zegt, dat is gerecht is, hier op hier, dat is een ganz hard gerecht. Hier hebben we hier een echt verkleerd waar we in één zaal. Dan kom ik ferm gerecht. Dan darf ik allemaal mijn situatie zeggen. Wie echt dat zei, wie dat waardig is. Dan darf ik zeugen gaan wat er zei. Ja, dat weer waardig is, dan die zegt. Dat darf ik gaan, aber am Endgerecht niet. Dan krijgt es dat hier in deze weer is. Ik geloof dat wij weer Markus dat is wichtig dat te zeggen. Am Endgerecht, dan wordt er krijgt es dat hier zegt, voet. Dan kan je aan uit te drijven. Am Endgerecht wordt Jezus voet zeggen. Dat wordt plus het oordeel spreken. Wie worden renners te zeggen. Jezus wordt plus het oordeel spreken. Wat hij zich aan onze tijd, wat we hier op hier wandelen, aan die geit hebben. Er wordt dan keine tijd, en we hebben een zaakje in een paar gelezen, hij lijkt niet her dat ergens wat daar in tempel gedragen wordt. Dus een leerbaar. Am Endgerecht wordt komen, wat Jezus dat niet helpt, dat één weer nog één wat voor zich getracht te stellen, of twee te drijven, of ergens wat. Du hast de tijd door. Du wat hij niet meer helpt, du wat hij blijft nog dat oordeel spreken. Waar het oordeel uitvallen wordt, van mij voor die, dat bestaan we nu op deze eerd, waar we hier op deze eerd wandelen. Dat bestaan we nu, waar ons oordeel uitvallen wordt. Op zijn eind van ons is, dat we kunnen Gottes erlösungsweit aannemen, de zendenvergeving, en God doet hem verherrlijken, dat we hem verzekeren nooit te doen, dat Jezus gezegd. Dat we verzekeren nooit te doen, wat hij ons zei deed. En God is wel verzekerd te doen, en dan bassen wel ons als we kunnen. En de optie 2 is dat we God ignoreren. Dat we ignoreren wat God ons zei deed. En dat we dat doen wat ons aangaat. Dat we dat daarvoor en dat doen, dat is zo dat we wat aangaat. De Entscheidung kann nicht ich für ihn treffen, und ich kann die nicht für mich treffen. Der kann nicht einen Ehepartner für ihn treffen. Die Entscheidung treffen jeder einer für sich selbst. Weil uns abneigt im Gebet. Danke Gott, dass du nicht die ganze Menschheit verdammt ist, sondern dass wir die Entscheidung treffen können, wem wir gehorchen wollen, als wir die gehorchen wollen, oder als wir uns fleischlichen Welle gehorchen wollen. Danke, Jesus, dass du am Kreuz gestorben bist für all unsere Sünden. Krijg in dein Begriff unsere Fehler, krijg in dein Befehl, wie wir gesündigt haben. Du bist für all unsere Sünden gestorben. Du nimmst alle auf, du verjährst uns rein ganz, jede Schuld, alles, was wir begonnen haben. Dafür sind wir dir sehr dankbar, Jesus. Wir beten dir, Jesus, möchtest du uns die Kraft geben, möchtest du uns erfüllen mit deinem Geist. Dass wir möchten eine Freude anfangen, Gottes Wille zu tun. Dat we mochten een vrede ontvangen, boosvaardig te zijn. Dat we mochten waardig zijn aan de schuld te stonden. Dat we mochten waardig zijn die onze schuld te overgeven hebben.
und einfach die volle Heilung unternehmen. Ich bete für alle Kinder, für alle Jugendlichen in unserer Gemeinde, Herr, dass du die einfach von Linie an den Worten anleitest, dass sie wirklich sind, im guten Weg zu gehen. Dass sie wirklich sind, für die, durch zu sein, für die zu verherrlichen, und nicht erfleischlichen Wahl, Jesus, das beten wir in Amen.